Eugene Prewitt begrüßen zu dürfen. Er wird uns durch dieses Wochenende begleiten mit dem Wort Gottes. Und wir wünschen auch seiner Übersetzerin, der Christina, die wahren guten Worte. Du wirst es gut machen. Und wir sind sehr gespannt auf das, was du uns sagen möchtest. Wir wünschen euch beiden Gottes Segen. I enjoyed that children's story. Ich habe diese Kindergeschichte genossen. I think it's probably for the adults. Ich glaube, es war auch für die Erwachsenen. I have a story for the adults, Ich habe jetzt eine Geschichte für die Erwachsenen, but it's probably for the children. aber vielleicht ist es auch für die Kinder. Once upon a time in a land far, far away, Einmal vor langer, langer Zeit I was walking through our jungle und in einem weit entfernten Land ging ich durch unseren Dschungel. when I saw in the top of a banana tree Als ich oben auf dem Bananenbaum a mother monkey and her baby. eine Affenmutter und ihr Baby gesehen habe. Do you know why I saw her? Wisst ihr, warum ich sie gesehen habe? It's because of the dogs. Wegen den Hunden. There were 6 dogs all the way around the tree. Es saßen 6 Hunde rund um den Baum herum. Now, banana tree isn't really a tree. Bananenbäume sind keine richtigen Bäume. It has a spongy trunk that you could bend if you tried. Denn die haben einen schwammigen, den man biegen kann, wenn man möchte. And the dogs knew that there were no real trees around this banana. Und die Hunde wussten, dass um diesen Bananenbaum keine echten Bäume waren. So there was no way for the monkeys to escape. Es gab also keine Möglichkeit für die Affen zu fliehen. And that made the dogs so happy Und das hat die Hunde glücklich gemacht. or so angry, Oder so zornig. however you might look at it. Wie auch immer man das anschauen will. So I thought, I will never get closer to a monkey than this. Ich habe also gedacht, ich werde nie näher rankommen an einen Affen als jetzt. So I walked near to that tree, Also bin ich langsam zu diesem Baum hin and then I saw the most amazing thing happen. und dann habe ich die erstaunlichste Sache gesehen. The mother took the baby from off of her and put it on the top of the tree. Die Mutter nahm die Babys von ihr runter und stellte sie da in die Baumkrone And then she jumped over the dogs to the ground. und sprang sie über die Hunde auf den Boden. Now, who's faster on the ground, dogs or monkeys? Wer ist schneller am Boden, Affen oder Hunde? Dogs are much faster on the ground. Hunde sind am Boden viel schneller. And all the dogs took off running after that mother. Und alle Hunde fingen an, dieser Mutter nachzulaufen. The baby crawled down the banana tree and found a real tree and climbed to safety. Die Babys krochen vom Bananenbaum runter, fanden einen richtigen Baum und haben dort Sicherheit gefunden. I've thought about that story many times. Ich habe oft nachgedacht über diese Geschichte. The most interesting part to me is that the baby knew what to do. Die interessanteste Sache für mich war, dass das Baby wusste, was es zu tun hat. If the baby had stayed in that tree, Wenn das Baby auf diesem Baum geblieben wäre, the mother's plan would have been wasted. wäre der Plan der Mutter verloren gewesen. The dogs would have come back. Die Hunde wären zurückgekommen. So I think about us. Und wenn ich an uns denke, Jesus has already made a sacrifice for us. Jesus hat schon ein Opfer gebracht für uns. The sacrifice is made. It's been done. Das Opfer wurde gebracht. And Vollbracht. we are in the top of that tree. Und wir sitzen da oben auf dem Baum But we have something to do. und wir haben etwas zu tun. If we don't do it, we waste the sacrifice. Wenn wir es nicht tun, dann wird das Opfer zunichte. Do you understand what I'm saying? Versteht ihr, was ich sagen will? So we have something to do. Wir haben also etwas zu tun. Someone might be thinking, what? What's our part? Manche denken sich vielleicht, was denn? Was ist unser Teil? Oh, there's many that question.
Es gibt sehr viele Antworten auf diese Frage. but maybe the most important one Aber die wichtigste ist vielleicht, is to put your will on the same side as Christ. dass wir unseren Willen auf die Seite von Christi Willen geben. To choose to go his direction. Dass wir uns entscheiden, in seine Richtung zu gehen. And I know someone's going to ask me after the sermon, Und ich weiß, dass mich jemand nach der Predigt fragen wird, what happened to the mother? was geschah mit der Mutter? So I'll just tell you now and save trouble. Ich werde es euch gleich erzählen und mir das sparen. She might be alive. Sie ist vielleicht am Leben. She ran into a thorn bush. Sie rannte in einen Stormbusch. A thorn bush. In einen Dornenbusch rannte sie. And in the thorns, maybe she was faster than the dogs. Und vielleicht war sie in den Dornen schneller als die Hunde. Because I never saw them come out holding her. Denn ich habe sie nie rauskommen sehen mit ihr, also die Hunde mit der Mutter. But I think about that also. Aber ich denke auch an Folgendes. Because the sacrifice of Jesus also involved thorns. Auch das Opfer Jesu involvierte Dornen. And we still can waste that sacrifice if we don't do anything. Und wir können immer noch dieses Opfer zunichte machen, wenn wir es nicht Today in Sabbath school, nützen. Heute in der Sabbatschule we were looking at Matthew 24. haben wir Matthäus 24 uns angeschaut. Please turn there with me. Schlagen wir das gemeinsam auf. Matthäus 24. I had not studied my Sabbath school lesson this week, Ich habe diese Woche meine Sabbatschullektion nicht studiert, so I did not know what the topic would be before we got to Sabbath school. also wusste ich nicht, was das Thema sein wird. But I chose this sermon topic many months ago. Aber das Thema der Predigt habe ich schon vor vielen Monaten gewählt. That's just for you to know. Nur damit ihr das wisst. Look at verse 12. Schaut euch Vers 12 an. And because iniquity will abound, the love of many will grow cold. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. I want to tell you two ways that happens. Ich möchte euch zwei Arten sagen, wie das passieren kann. Two ways that iniquity causes love to decrease. Zwei Arten, wie Gesetzlosigkeit verursacht, dass Liebe weniger wird. The first one is more obvious. Das erste ist offensichtlicher. When you take part in iniquity, Wenn ihr Teil seid von Gesetzlosigkeit, when you join the parties, wenn ihr an den Partys teilnehmt, when you do what you know is wrong, wenn ihr das tut, wo ihr wisst, dass es schlecht ist, of course your love grows cold. natürlich wird eure Liebe erkalten. But maybe that's not the most likely way your love will grow cold. Aber vielleicht ist das nicht die Art und Weise, wie deine Liebe erkaltet. So I'll tell you another way. Deswegen sage ich euch auch eine andere Art. It's when you see the iniquity Es ist, wenn man die Gesetzlosigkeit sieht and you begin to think about those who are sinning. und man fängt an, über die nachzudenken, die sündigen. You might even talk about them. Man spricht vielleicht auch über sie. You might even talk to them Man spricht vielleicht mit ihnen and let them know how wrong they are. und lässt sie wissen, wie falsch sie liegen. But more likely you'll just talk about them because that's easier. Aber meistens spricht man eher über sie, denn das ist einfacher. Especially if you see these things in leaders in the church. Besonders wenn man diese Dinge in Leitern der Gemeinde sieht. If one leader makes a big mistake, Wenn ein Leiter einen großen Fehler macht, that could create thousands of opportunities for sharing rumors in the next month. kann das Tausende von Möglichkeiten öffnen, dass man in den nächsten Monaten Gerüchte verbreitet. I mean, maybe everyone will know about it pretty soon. Vielleicht weiß dann bald jeder darüber. That's another way that love grows cold. Das ist eine andere Art und Weise, wie Liebe erkaltet. It's when you see it
Es ist, wenn man es sieht and you despise the guilty person. und man verachtet die schuldige Person. So look again at verse 12. Schauen wir also nochmal in Vers 12. And because iniquity will abound, the love of many will grow cold. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Now in your mind, connect that to verse 13. Verbindet das in euren Gedanken mit Vers 13. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Let me put those verses together. Verbinden wir diese zwei Verse. In the end of time, Am Ende der Zeit iniquity is going to be everywhere. wird überall Gesetzlosigkeit herrschen. As a consequence, your love is going to grow cold. Als Folge davon wird die Liebe erkalten, But he whose love endures unto the end, aber der, dessen Liebe bis ans Ende ausharrt, that's the one that will be saved. das ist der, der gerettet wird. I want to show this idea to you in Paul's writings and then show that it's illustrated in the Old Testament. Ich möchte euch diese Idee in den Schriften von Paulus zeigen und dann auch, wie es im Alten Testament. Look at 1 Thessalonians chapter 3. Schauen wir in 1. Thessalonicher Kapitel 3. 1 Thessalonians 3, and we're going to look at verse 12. 1. Thessalonicher 3 und dort der Vers 12. And the Lord make you to increase and abound in love one toward another. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander. It's quite an idea, an amazing idea. Das ist eine erstaunliche Idee. You grow in love in this verse. In diesem Vers wächst man in Liebe. But who causes it to happen? Aber wer verursacht das? That's the Lord. Der Herr. He makes you grow in love one toward another. Er lässt uns in Liebe zueinander wachsen. But not only that, Aber nicht nur das. at the end of the verse, Am Ende des it Verses says, and toward all men. steht auch noch und zu allen. That is, not only does your love grow for the brothers in the church, Das heißt, unsere Liebe wächst nicht nur but it, gegenüber den Geschwistern in der Gemeinde, but it grows for those who are completely outside of the church. aber auch gegenüber denen, die außerhalb der Gemeinde sind. So verse 12 shows what God will do. Vers 12 zeigt also, was Gott tun wird. Verse 13 shows why he will do it. Vers 13 zeigt, warum er es tun wird. To the end, or for the purpose, that he may establish your hearts unblameable in holiness before God. Damit eure Herzen gestärkt und untadelig erfunden werden in Heiligkeit vor unserem Gott. And when will that happen? Und wann wird das passieren? At the end of verse 13? Am Ende von Vers 13, At the coming of our Lord Jesus Christ with all his saints. bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit all seinen Heiligen. So when Jesus comes back, Wenn Jesus zurückkommt, you are going to be faultless and blameless. werdet ihr fleckenlos und unschuldig sein. That's the result that God is aiming for. Das ist das Resultat, das Gott erzielen möchte. That's the end. Das ist das Ende. But what is the means, the cause? Aber durch welche Mittel geschieht das? That's verse 12, Das haben wir in Vers 12, the one we already read. was wir schon gelesen haben. He causes our love to increase Vermehrt unsere Liebe, so that we can be ready when Jesus returns. so dass wir bereit sein können, wenn Jesus wiederkommt. Do you see how this idea matches what we saw in Matthew 24? Seht ihr, wie dieser Gedanke zusammenpasst mit Matthäus 24? He makes our love increase so that we can be ready. Er erhöht unsere Liebe, so dass wir bereit sein können. Iniquity causes our love to decrease so that we will not be ready. Gesetzlosigkeit verursacht, dass die Liebe erkaltet und wir nicht bereit sind. And one of those influences will prevail with you. Und einer dieser Einflüsse wird auch bei dir, dich beeinflussen oder bei dir vorherrschen. Either God will succeed in creating love in you, Entweder ist Gott erfolgreich und gibt dir Liebe,
or iniquity will cause you to become cold. Oder Gesetzlosigkeit wird dich erkalten. Where is this illustrated? Wo wird das veranschaulicht? I'm going to tell you where, Ich werde euch sagen, wo, but I'm not going to read it to you aber ich werde es nicht lesen mit euch, for time's sake. aus Zeitgründen. But you can find it in Numbers chapter 14, Aber ihr könnt es in 3. Mose, Vers 14, 4. Mose, 14, yeah, Vers 4, Kapitel 14 lesen, and 16, 14 und 16 and 20, und 20. and also in Exodus 32. Und auch in 2. Mose, Kapitel 32. Similar stories are found in all 4 chapters. In allen 4 Kapiteln findet man ähnliche Geschichten. What happens in Numbers 14? Was passiert in 4. Mose 13? That's where the 12 spies come home. Dort kommen die 12 Spione zurück. You know, 10 of them give that sad report. 10 von ihnen geben diesen traurigen Bericht. They say evangelism doesn't work in Europe. Sie sagen, Evangelisation funktioniert in Europa nicht. Have you heard them give the report before? Habt ihr schon gehört, dass sie diesen Bericht gegeben haben? So they give the report. Sie geben diesen Bericht. 2 of them gave the good report. 2 von ihnen geben den guten Bericht. Now this is interesting. Und das ist jetzt interessant. The names of all are listed, Die Namen von allen 12 sind aufgelistet. but I bet you only know the names of the 2. Aber wahrscheinlich kennt ihr nur die Namen der 2. So when the 2 give their good report, Als diese 2 ihren guten Bericht geben, the people get very angry werden die Menschen sehr zornig. and they decide to stone them. Und sie entscheiden, sie zu töten. But when they're about ready to pick up the stones, Aber gerade wo sie die Steine aufheben wollen, God's glory appears in front of the tabernacle, erscheint Gottes Herrlichkeit vor dem Heiligtum. and that stops them. Und das hält sie zurück. Well, while they're just waiting to see what will happen, Und während sie warten, God goes to Moses. geht Gott zu Mose He says to him, und sagt zu ihm, I want you to separate from this rebellious group. ich möchte, dass du dich absonderst von dieser rebellischen Gruppe. I'm going to use you to make a new and holy group of people. Ich werde dich verwenden, um ein heiliges Volk zu machen. And when you separate, I'll destroy these rebels in one moment. Und wenn du dich absonderst, werde ich diese Rebellen in einem Moment vernichten. If Moses had been Victor Hutef, I'll skip that sentence, I'll start over. If Moses had been thinking differently, Wenn Mose anders gedacht hätte, he might have considered that a real privilege. hätte er das als ein Privileg erachtet. Do you hear the privilege in it? Hört ihr das Privileg darin? We wouldn't call them Israelites. Wir wollen sie Israeliten nennen. We'd call them Musites. Wir würden sie nicht Israeliten nennen, sondern Moses would be the father of Musiten. the faithful. Mose wäre der Vater der Gläubigen. But that's not the way Moses was thinking. Aber Mose hat nicht so gedacht. He began to pray for the people. Er begann zu beten für das Volk. You can find his prayer between verses 14 and 20. Man findet sein Gebet zwischen den Versen 14 und 20. And I'll tell you some of the arguments he uses in that prayer. Und ich möchte euch einige der Argumente sagen, die er in diesem Gebet verwendet. He says, God, please forgive these people because that's the way you've treated them in the past. Er sagt, Gott, bitte vergib diesen Menschen, denn das ist auch die Art und Weise, wie du sie in der Vergangenheit behandelt hast. He says, forgive them so you can be consistent. Vergib ihnen, damit du konstant sein kannst. He says, forgive them because your reputation is at stake. Vergib ihnen, denn dein Ruf steht auf dem Spiel. If you destroy them, Wenn du sie zerstörst, the heathen people will become very confused. werden die Heiden verwirrt sein. You should think about that for a minute. Du solltest dir das mal für einen Moment überlegen. What would be the effect on the world if God destroyed the Seventh-day Adventist Church? Was wäre die Auswirkung auf die Welt, wenn Gott die Adventisten zerstören würde?
would people think it was because we had the truth or because we didn't have the truth? Würden die Menschen glauben, dass es ist, weil wir die Wahrheit haben oder weil wir sie hatten? Ach so, weil wir sie haben oder weil wir sie nicht haben? So Moses prayed, Mose betete, for your own reputation, don't destroy these people. für deinen eigenen Ruf zerstöre dieses Volk nicht. And Moses said, because of the promises you made to Abraham, Isaac, and Jacob, please don't destroy these people. Und er sagte, aufgrund der Verheißungen, die du gegenüber Jakob gegeben hast, bitte zerstöre diese Menschen nicht. Now we should look at least at one verse in that chapter. Wir sollten uns zumindest einen Vers anschauen aus diesem Kapitel. Half of you are there already, but we're going to Numbers 14. Manche sind bestimmt schon dort. Wir gehen zu 4. Mose 14. Numbers 14, we're going to look at verse 20. Und in 4. Mose 14 schauen wir uns den Vers 20 an. And the Lord said, I have pardoned according to your word. I'm sorry, I should have waited for you. Verse 20. Vers 20. Da sprach der Herr, ich habe vergeben nach deinem Wort. Isn't that an amazing verse? Ist das nicht ein erstaunlicher Vers? God said it made a difference, what Moses prayed. Gott sagte, es macht einen Unterschied, das, was Mose gebetet hat. So in chapter 16, something similar happens. In Kapitel 16 passiert etwas Ähnliches. But this time it's Korah, Dathan, and Abiram that rebel. Aber diesmal sind es Korah, Dathan Dathan and Abiram. und Abiram, die rebellieren. These three men are desiring to have equal priestly privileges with Aaron. Diese 3 Männer haben ähnliche priesterliche Privilegien wie Aaron. And again, God speaks to Moses about this rebellion. Und Gott spricht wieder durch Mose über diese Rebellion. He says, separate from these people, Er sagt, sondert euch ab von diesen Menschen and I will destroy them, und ich werde sie vernichten. and I'll make of you a better nation. Und ich werde aus euch ein besseres Volk machen. But in chapter 16, Moses prays differently than in chapter 14. Aber in Kapitel 16 betet Mose anders als in Kapitel 14. He prays like this. Er betet folgendermaßen: Please don't destroy the whole group for the mistake of a small number of men. Bitte zerstöre nicht die ganze Gruppe nur wegen ein paar Menschen. So you know what God does? Wisst ihr, was Gott also tut? He destroys a small number of men. Er zerstört eine kleine Anzahl von Menschen. Those 3 plus the families of 2 of them. Diese 3 und die Familien von 2 von ihnen. But the family of Korah was not swallowed by the earth. Aber die Familie von Korah wurde nicht verschlungen von der Erde. That's because they did not partake in the rebellion of their father. Weil sie nicht Teil waren der Rebellion ihrer Väter. And more than 100 years later, you find many of the Psalms are written to them. Und 100 Jahre Or by später them. sieht man, dass viele der Psalmen für sie geschrieben sind. Oder von ihnen. So, was Moses correct? War Mose also richtig? Was it really just a few leaders that were the spiritual problem? Waren es wirklich nur ein paar Leiter, die dieses geistliche Problem hatten? In chapter 16, you find the next morning that the whole church meets together to oppose Moses. In Kapitel 16 sieht man, dass die ganze Gemeinde sich trifft gegen Mose. If you're looking, this is in the 40s, like maybe 42 to 46, somewhere in Es there. ist in den Kapiteln rund um das 40. Kapitel 46. And when they all gather against him, Und als sie sich alle gegen ihn versammeln, that is when God again takes action. da handelt Gott wieder. You know, you can see there that Moses wasn't right. Dort kann man sehen, dass Mose nicht richtig lag. The problem wasn't just a few leaders. Das Problem waren nicht nur ein paar Leiter. I would say it almost never is. Und ich würde sagen, das ist fast nie der Fall. You don't end up with problem leaders unless you have problem people.
Man hat keine problematischen Leiter, wenn man keine problematischen Menschen hat. I mean, a healthy church doesn't choose unhealthy leaders. Eine gesunde Gemeinde wählt keine ungesunden Leiter. So Moses wasn't correct Mose war also nicht korrekt. when he said, Er hatte nicht recht. when Moses said, are you going to destroy everyone for the mistake of a few? Als Mose sagte, möchtest du alle zerstören, nur wegen ein paar, It wasn't just the mistake of a few. war das nicht nur der Fehler von ein paar, von einigen. Something more I want you to know from this story. Etwas anderes, was ich möchte, dass ihr wisst aus dieser Geschichte, It's about Aaron. und zwar ist es über Aaron. Have you ever wondered why God made Aaron into a high priest? Habt ihr euch jemals gefragt, warum Gott Aaron als Hohepriester gewählt hat? He wasn't Mr. Courage. Er war nicht Herr Mut. I'm glad you could translate that. That was I surprising. tried. Aaron is the one who, when Moses was up in Mount Sinai, Aaron war derjenige, der als Moses oben am Berg Sinai war, Aaron organized the making of the golden calf. hat Aaron organisiert, dass das goldene Kalb gemacht wird. Then when Moses found him, Als Mose ihn gefunden hat, he lied about it. hat er dann gelogen. He said that I threw the gold into the fire Er sagte, ich habe das Gold ins Feuer geworfen and the calf came out. und das Kalb kam raus. That wasn't true. Das stimmte nicht. So Moses was a liar and an idolater. What did I say, Moses? Also Aaron war also ein Lügner. That reminds me of something important. Er hat sich vorher vertan. Er hat Mose gesagt If I statt can make a Aaron. mistake like that when I'm awake, Und das erinnert ihn daran, wenn ich einen Fehler mache, I can so einen Fehler, wenn ich wach bin, so, I can make worse mistakes when I'm sleepy. mache ich noch schlimmere Fehler, wenn ich schläfrig bin. And last night, Und gestern Abend I was sleepy. war ich sehr schläfrig. And I said to you Und ich habe gesagt, that there are 3 Greek words about love. dass es 3 griechische Worte gibt über die Liebe. I mentioned eros, Ich habe Eros erwähnt, I mentioned agape. ich habe Agape erwähnt. Of course, agape is the noun form. Agape ist das Nomen, Agapeo would be the verb. Agapea wäre das Verb. I shouldn't have said that, I'm sorry. But for the second one, I said Philadelphia. Und ich habe dann noch gesagt, dass es die Philadelphia gibt. Philadelphia is the 6th church in Revelation 2. Philadelphia ist die 6. Gemeinde in Offenbarung 2. It is a Greek word, Es ist ein griechisches Wort, but it's not the right one. aber nicht das Richtige. I meant to say phileo. Ich wollte Phileo sagen. So I'm glad I can set that straight. Ich bin froh, dass wir das jetzt ausgesprochen haben. So I'm glad I said Moses when I meant Aaron. Ich bin also froh, dass ich Mose gesagt habe, obwohl ich Aaron gemeint habe. Now back to my message. Zurück zur Botschaft. Aaron really was a bad guy in that story. Aaron war in dieser Geschichte wirklich der böse Junge. And you might wonder why God would choose someone like that. Und man wundert sich vielleicht, warum erwählt Gott so jemanden. But if you think about yourself, Aber wenn ihr an euch selber denkt, it won't be so surprising. wird es vielleicht nicht so überraschend sein. But I want you to see something else. Ich möchte auch, dass ihr etwas anderes seht. In number 16, In 4. Mose 16 Aaron takes a censer with coals. nimmt Aaron eine Räucherpfanne mit Kohle. If you were there, you would see a line of death moving through the camp of Israel. Und wenn ihr dort gewesen wäret, hättet ihr gesehen, wie eine Linie des Todes On one side of the line, people are afraid. durch das Volk Israel ging. On An einer Seite hatten sie Angst and on the other side, they're dead. und andererseits waren sie tot. You can see the line moving. Man konnte sehen, wie das voranging. Aaron took the censer Aaron nahm die Räucherpfanne and he ran towards the line. und rannte zu dieser Linie. Everyone else was running away from the line. Alle anderen liefen weg davon. So that was a hard run to do. Das war also
ein harter Lauf, den er hier tat. And you know where he stopped? Und wisst ihr, wo er stehen blieb? It was when he was between the living and the dead. Als er zwischen den Lebenden und den Toten war. He stopped the plague Er hielt die Plage an, by risking his own life. dadurch, dass er sein eigenes Leben riskierte. What I'm trying to say Was ich versuche zu sagen, is that we need to have more grace in how we think about people. ist, dass wir mehr Gnade brauchen in Beca- unseren Gedanken über andere Menschen. Because if one of the leaders in Germany makes a golden calf, Denn wenn einer der Leiter in Deutschland ein goldenes Kalb baut, some of you will never forget it. werden es manche von euch nie vergessen. Do you understand what I'm saying? Versteht ihr, was ich sagen möchte? I mean that God can change Aaron, Gott kann Aaron verändern. and God did change Aaron. Und Gott hat Aaron verändert. And isn't it a miraculous change? Und ist es nicht eine wundersame Veränderung? Well, there are two more times you find a story like this. Es gibt 2 andere Male, wo man eine ähnliche Geschichte hat. Exodus 32 is about the same story. 2. Mose 32 ist über die I mean, gleiche it's the golden Geschichte. calf story. Es ist wieder die Geschichte des goldenen Kalbs. And there Moses offers his own soul as a sacrifice. Und dort gibt Mose seine eigene Seele als Opfer dar. But the fourth story is not as nice as the other three. Aber die 4. Geschichte ist nicht so schön wie die anderen. It's the one in Numbers 20. Es ist die in 4. Mose 20. In that one, In dieser Geschichte Moses gets frustrated. ist Mose frustriert. Now I know a German word. Und jetzt weiß ich ein deutsches Wort. That's when Moses hits the rock. Und dort schlägt Mose auf den Stein. He shouldn't have done that. Er hätte das nicht tun sollen. And do you remember the result of him hitting the rock? Und erinnert ihr euch an das Resultat davon, dass er den Stein geschlagen hat? The result was that Moses had to die. Die Auswirkung war, dass Mose sterben musste. He could not be translated without seeing death. Er konnte nicht verwandelt werden, ohne den Tod zu sehen. He could not go into Canaan. Er konnte nicht nach Kanaan eingehen. What I'm trying to say to you Was ich damit sagen möchte, is that when you see iniquity, ist, dass wenn ihr Gesetzlosigkeit seht, you can separate or you can pray. könnt ihr euch absondern oder ihr könnt beten. You can form a new holy group, Ihr könnt eine neue heilige Gruppe bilden or you can pray that God will pardon the rebels. oder ihr könnt beten, dass Gott den Rebellen vergibt. To separate causes a decrease in your love. Sich abzusondern verursacht ein Erkalten der Liebe. To pray for the guilty people causes an increase in your love. Für die Schuldigen zu beten verursacht ein Vermehren der Liebe. And you find this story 4 times on the way to Canaan. Und ihr findet diese Geschichte 4-mal auf dem Weg nach Kanaan. What does that tell me? Was sagt uns das? It tells me that the Adventists who are looking for Christ to come Es sagt mir, dass die Adventisten, die danach Ausschau halten, dass Jesus wiederkommt, are going to have plenty of opportunities to separate. viele Möglichkeiten haben werden, sich abzusondern. And every one of them is a test. Und jede Möglichkeit ist ein Test. A test of whether you love the people or not. Ein Test, ob man die Menschen liebt oder nicht. Maybe it hasn't been that kind of test for you. Vielleicht war das für euch nicht so ein Test. For some people, it's just a test of how stubborn you are. Für manche ist es nur ein Test ihrer Sturigkeit. Now, let me explain that. Lasst mich das erklären. Probably 1 or 2 of you are anti-Trinitarians. Wahrscheinlich sind 1 oder 2 von euch Antitrinitarier. I haven't heard about that. No You one haven't? told me that. Das hat mir niemand gesagt, ich habe nicht davon gehört. It just feels to me like it's probably true. Es fühlt sich für mich an, als wäre das so. Sebastian's face says I'm wrong. Sebastians Gesicht sagt, ich liege falsch. But probably someone here is. Aber wahrscheinlich ist es jemand hier. But I want to speak to those of you who are not. Ich möchte jetzt zu denen sprechen, die es nicht sind.
For some of you, it's because you're stubborn. Für manche von euch ist das vielleicht, weil ihr stur seid, Because you don't want to study. weil ihr nicht studieren wollt. You don't want to look into things. Ihr möchtet nicht reingehen in die Materie. You don't want to bend to pressure. Ihr möchtet dem Druck nicht nachgeben. You know what you want to believe and you just believe it. Ihr wisst, was ihr glauben wollt und ihr glaubt es einfach. Now you might be thinking, is he anti-Trinitarian? Und jetzt überlegt ihr euch, ist er Antitrinitarier? I'm not. Ich bin es nicht. But I'm just trying to tell you Aber ich möchte euch nur sagen, that being loving and studious is not the same as being stubborn. dass es nicht das Gleiche ist, ob man liebend und studierend ist oder stur. But they can look quite similar in one way. Diese zwei Dinge können sich recht ähnlich sein. They both can keep you inside the Adventist church believing the fundamental beliefs. Beide können euch in der adventistischen Gemeinde halten und auch so, dass man den Glaubensgrundsätzen glaubt. Did at least one person understand what I'm trying to say? Versteht irgendjemand, was ich hier sage? Okay, then I'll move on. Gut, dann können wir Alright. weitergehen. So this choice of love or despise comes to us quite often. Diese Entscheidung von Liebe oder Ablehnung kommt recht oft vor in unserem Leben. I want to show you a verse that will be helpful to you if you want to cultivate more love. Ich möchte euch einen Vers zeigen, der euch helfen wird, wenn ihr mehr Liebe kultivieren möchtet. Look at Titus chapter 3. Schaut in Titus Kapitel 3. Yes, Titus 3. Titus Kapitel 3. And we will start in verse 3. Und wir werden in Vers 3 beginnen. The verse is true, but it might not seem like it. Der Vers stimmt, aber obwohl es vielleicht nicht so ausschaut. It says, "For we ourselves also were sometimes foolish." Which verse is it? Titus 3, verse 3. Kapitel 3, Vers 3. Denn auch wir waren einst unverständig. Who was foolish? Wer war unverständig? We ourselves also. Auch wir selbst. Isn't that what the verse says? Steht das nicht hier? It says more. Da steht noch mehr. It says we were disobedient, deceived, and serving various lusts and pleasures. Es steht, wir waren ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfaltigen Lüsten und Vergnügungen. It says we were living in malice and envy, hateful and hating one another. Wir lebten in Bosheit und Neid, verhasst und Now- einander hassend. Let's review the facts. Wir wollen uns nochmal die Fakten Is anschauen. verse 3 speaking about someone else or about you? Spricht Vers 3 über jemand anderen oder über dich? Yeah, it's about us, Es ist über uns. which includes you. Das inkludiert dich. And that's why I say it might not seem true, but it is. Und deswegen schaut es vielleicht so aus, als wäre es nicht wahr, aber es ist wahr. We were the ones that were foolish. Wir sind diejenigen, die unverständig waren. We were deceived. Wir gingen in die Irre. And we were quite hateful of at least someone. Und wir waren sehr hasserfüllt. So the question is, Die Frage ist also, if we're not that way today, wenn wir heute nicht mehr so sind, then what happened? was ist dann passiert? That's verse 4. Das steht in Vers 4. But after that, the kindness and love of God our Savior toward man appeared. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, So what made the difference? was hat den Unterschied gemacht? Is it that God started loving us? Ist es, dass Gott anfing, uns zu lieben? That's not the answer. Das ist nicht die Antwort. The answer is that we saw the love. Die Antwort ist, dass wir die Liebe sahen. So the love was there while we were foolish. Die Liebe war da, während wir töricht waren. But when we saw it, it made a change for us. Aber als wir es gesehen haben, hat es etwas verändert. Do you see it in the verses? Seht ihr es in den Versen? Well, now make it practical for you. Ich möchte es jetzt praktisch machen für euch. Think about people you know. Denkt an Menschen, die ihr kennt. Can you think of someone who is foolish?
Könnt ihr an jemanden denken, der töricht ist and deceived, und in die Irre geleitet, who also is serving his various lusts and pleasures, der seinen Lüsten dient, who is unkind? jemand, der unfreundlich ist? Can you think of someone like that? Kennt ihr so jemanden? Do you feel quite similar to them or quite different than them? Fühlt ihr euch ihnen ähnlich oder fühlt ihr euch anders? I hope you're feeling like you have something in common with them. Ich hoffe, ihr fühlt euch, als hättet ihr etwas gemeinsam mit ihnen. And what might make a difference for them? Und was würde einen Unterschied machen für sie? What might do it? Was könnte das sein? If they saw the love of God. Wenn sie die Liebe Gottes sehen würden. That's what would make a difference for me Das würde für mich einen Unterschied machen and a difference for you und einen Unterschied für dich and a difference for them. und einen Unterschied für sie. Now, I haven't even mentioned the word atonement in this message yet. Ich habe jetzt das Wort Versöhnung noch gar nicht verwendet. So I want to do it now, Deswegen möchte ich das jetzt tun. but it'll take me a moment to get there. Aber ich brauche noch einen Moment, um... You could divide all the death in the world of humans into 4 categories. Man könnte alle Tode der Menschheit in 4 Kategorien teilen. In one category are people who die lost. In einer Kategorie sind Menschen, die sterben und verloren sind. But who, if they had lived longer, could have been saved. Aber die, wenn sie länger gelebt hätten, hätten sie gerettet werden können. Or let me say, would have been saved. Oder sie wären gerettet worden. Then you have those who die saved, Dann hat man die, die gerettet sterben, who, if they had lived longer, they might have been lost. und die, wenn sie länger gelebt hätten, wären sie verloren gewesen. Those two categories of death are very significant. Diese 2 Kategorien des Todes sind sehr signifikant. In that first category, In der ersten Kategorie death is the worst tragedy. ist der Tod die größte Tragödie. Just terrible. Es ist entsetzlich. I mean, you die, and if you'd lived longer, you would have been saved. Man stirbt und wenn man länger gelebt hätte, wäre man gerettet worden. In that case, death is just, we can't even imagine how bad it is. In diesem Fall können wir uns gar nicht vorstellen, wie schlimm der Tod ist. But in the second category, death is the most wonderful thing. Aber in der zweiten Kategorie ist der Tod das Wunderbarste. You died saved, Man starb gerettet, but if you'd lived longer, aber wenn man länger gelebt hätte, you would have been lost. wäre man verloren gewesen. That's like the death of William Miller. Das ist wie der Tod von William Miller. It's a wonderful thing. Es ist eine wunderbare Sache. Do you see how much of a treasure that one is? Seht ihr, was für ein Schatz das ist? In the third category, In der dritten Kategorie a man dies who is saved, stirbt ein Mann, der gerettet ist, he would have remained saved. und wenn er länger gelebt hätte, wäre er gerettet geblieben. In this category, In dieser Kategorie death isn't a wonderful thing or a terrible thing. ist der Tod weder wunderbar noch entsetzlich. It's more or less a vacation. Es ist eher ein Urlaub. So in some ways it's good. Es ist also gut. You remember Paul Auf eine Art talking und like Weise. that? Erinnert ihr euch an Paulus, der so He spricht? said, I don't know which I would choose, Er sagt, ich weiß nicht, was ich wählen würde, to live longer and do more service, länger zu leben und mehr zu dienen or to die now and have my reward. oder jetzt zu sterben und meinen Gewinn zu bekommen. So you can't say this death is terrible. Man kann also nicht sagen, dass dieser Tod schrecklich wäre. Then in that fourth category, Und dann in der vierten Kategorie you have someone who's lost. haben wir jemanden, der verloren ist, But if they lived longer, aber wenn er länger gelebt hätte, they would still be lost. wären sie noch immer verloren. Maybe almost every death on planet Earth is in that category. Und wahrscheinlich ist fast jeder Tod auf diesem Planet in dieser Kategorie. You can't say this is a tragedy. Man kann nicht sagen, dass das eine Tragödie wäre. I mean, if you're going to be lost anyway, Wenn ihr sowieso verloren seid, what's the value of living longer?
Was wäre dann der Wert eines noch längeren Lebens? You suffer more pain. Man leidet mehr, You cause more pain. man verursacht mehr Leid, You influence more people in a bad way. man beeinflusst mehr Menschen auf eine schlechte Art. In this fourth category, you can't say that death is a tragedy. In dieser vierten Kategorie kann man nicht sagen, dass der Tod eine Tragödie wäre. It's just a resolution of a problem. Es ist einfach nur die Lösung eines Problems. What am I trying to say? Was versuche ich hier zu sagen? In 3 categories out of 4, In 3 der 4 Kategorien death is not a tragedy. ist der Tod keine Tragödie. But what about that first category? Aber was ist mit dieser ersten Kategorie? When I look at the writings of the prophets, Wenn ich mir die Schriften der Propheten anschaue, I don't find any evidence that it even exists. finde ich keinen Beweis, dass das überhaupt existiert. Do you understand what I'm saying? Versteht ihr, was ich sagen will? If it doesn't even exist, Wenn das nicht einmal existiert, then death is never a tragedy. dann ist Tod niemals eine Tragödie. What I'm trying to say Was ich sagen möchte, is that our perspective is so narrow, ist, dass unsere Perspektive so eng ist. but it could be broader. Sie könnte weiter sein. Now, when we talk about atonement, Und wenn wir jetzt über Versöhnung sprechen, the Bible connects that word atonement to several different types of activity. die Bibel verbindet dieses Wort mit verschiedenen Arten von Handlungen. You don't need to translate this next sentence, you can just be quiet. Okay, ich werde jetzt still sein. The word atonement was invented by by the reformer in England that died at the stake, Tyndale. It was invented by Tyndale because he couldn't find a good English word for the idea. See, that doesn't make any sense translation, right? Okay. Also das englische Wort Atonement, Sühnung, wurde von jemandem erfunden, der von einem Herrn Tyndale aus England. Yeah, England, that's where he was. What does atonement mean? Was bedeutet Versöhnung? It means to make something right or clean or proper. Es bedeutet, dass man etwas wieder richtigstellt, säubert. The Hebrew word is used first in Genesis. Das hebräische Wort wird das erste Mal in 1. Mose verwendet. It's when Noah was making the ark, Es ist, als Noah die Arche baut. and he was putting the pitch, that is the pine sap, or the sap. Und er gibt das Pech auf das Boot. When he was doing that, the verb for pitching the boat is kafir. It's that word for atonement. Und dieses Verb, wie er dieses Pech auf dem Boot anbringt, ist dieses griechische Wort Kapher. So I'm trying to help you understand the next idea. Ich möchte, dass ihr Folgendes versteht. In the book of Numbers, Im 4. Buch Mose, if a man murders another man, wenn jemand einen anderen umbringt, the judges are to kill the murderer. müssen die Richter den Mörder umbringen. And God says something about that. Und Gott sagt etwas darüber. Look at Numbers 35. Schauen wir in 4. Mose 35. Numbers 35, verse 33. 4. Mose 35, Vers 33. Numbers 35 in verse 33. 4. Mose 35, Vers 33. We'll start in verse 32 so you catch the idea. Und wir fangen in Vers 32 an. You shall take no satisfaction for him that has fled to the city of his refuge. Ihr sollt auch kein Lösegeld von dem annehmen, der zu seiner Zufluchtsstadt geflohen ist, That he should come to dwell in the land until the death of the priest. damit er vor dem Tod des Priesters zurückkehren What is it saying? und in dem Land wohnen kann. If Was a- steht da? If a murderer flees to that city, Wenn ein Mörder in dieser Stadt flieht, you have to kill him. muss man ihn umbringen. The fact that he flees to the city is not going to protect him. Die Tatsache, dass er in die Stadt flieht, wird ihm nicht Why? Sicherheit geben. Warum? Verse 33. Vers 33. So you shall not pollute the land wherein you are,
Und ihr sollt das Land nicht entweihen, in dem ihr euch befindet. For blood, it defiles the land, Denn das Blut entweiht das Land. and the land cannot be cleansed of the blood that is shed therein, but by the blood of him that shed it. Und für das Land kann keine Sühnung erwirkt werden, wegen des Blutes, das darin vergossen worden ist. That word cleansed is the same word translated atonement in other parts of the Bible. Dieses Wort Sühnung Maybe it is the Oder same word in Reinigung. German. ist das Wort Sühnung, wie auch in anderen Teilen der Bibel. What kind of atonement is this? Welche Art der Sühnung ist das? It's not a sacrificial atonement. Es ist keine opfernde Sühnung, It's a justice atonement. es ist eine gerechte Sühnung. It's not the cleaning of a life, Es ist nicht das Reinigen eines Lebens, it's the ending of a life. es ist das Beenden eines Lebens. But it has the same result. Aber es hat dieselbe Auswirkung. Sin stops. Die Sünde wird Guilt, angehalten. guilt ends. Schuld wird beendet. So there are two ways that you come to that resolution. Es gibt also zwei Wege, wie man zu diesem Resultat kommt. Look at Isaiah 22. Schauen wir in Jesaja 22. Isaiah 22, and we're going to look at verse 14. Jesaja 22 und dort der Vers 14. And it was revealed in my ears by the Lord of hosts, surely this iniquity shall not be purged from you till you die, says the Lord God of hosts. Doch der Herr der Herrscher hat sich meinem Ohr geoffenbart. Wahrlich, diese Missetat soll euch nicht vergeben werden, bis ihr stirbt, spricht der Herr. So in the Day of Atonement, Am Tag der Versöhnung, the way we Adventists interpret it die Art, wie wir Adventisten das verstehen, makes evangelicals think badly about us sometimes. verursacht, dass manchmal Evangelikale schlecht über uns denken. It's especially what we say about the second goat. Besonders das, was wir über den zweiten Bock sagen, The one that was led out into the wilderness and let go. dem, der in die Wildernis hinausgeschickt wurde und losgelassen wurde. We say that goat represents Satan, Wir sagen, dass dieser Bock Satan repräsentiert. but they say it represents Jesus. Aber sie sagen, es repräsentiert Jesus. And when you read about the Day of Atonement, Und wenn ihr über den Versöhnungstag lest, the sins of the nation are confessed on this goat. werden die Sünden der Nation auf diesen Bock geladen. It bears the sins. Er trägt die Sünden. So the evangelicals will say to us, Und die Evangelikalen werden zu uns sagen, Satan is your sin bearer. Satan ist euer Sündenbock, So Sündenträger. let me respond a little bit. Ich möchte darauf antworten. In that Day of Atonement, An diesem Versöhnungstag our sins are taken care of before the scapegoat is even used. wird sich um unsere Sünden gekümmert, noch bevor dieser Bock verwendet wird. Our sins are forgiven by the blood of the first goat. Unsere Sünden sind durch das Blut des ersten Bockes vergeben worden. And Hebrews says very clearly Und in Hebräer steht sehr klar, that without shedding of blood there is no remission of sins. dass ohne dem Vergießen von Blut keine Sündenvergebung stattfindet. So when I think about it, Wenn ich darüber nachdenke, what is the purpose of that second goat? was ist der Sinn dieses zweiten Bockes? The judgment is over. Das Gericht ist vorbei, The sins are blotted out. die Sünden sind vergeben, The saints are forgiven. den Heiligen ist vergeben, They're already in heaven. sie sind schon im Himmel. What's going on? Was passiert? I think I can explain it to you. Ich denke, ich kann es euch erklären. Imagine that there's a 10-year-old boy here, Stellt euch vor, dass hier ein 10-jähriger Junge ist and I represent an evil man. und ich repräsentiere einen bösen Mann. I want to steal something, Ich möchte etwas stehlen, but I think I look too suspicious. aber ich denke, ich schaue zu verdächtig aus. So I talk to this boy, Also sprich ich mit diesem and Jungen I convince him that I will give him some candy if he will help me.
Und ich überrede ihn, dass ich ihm Zucker gebe, wenn er mir hilft. And also I'll give him 10 euros. Und ich werde ihm auch noch 10 Euro geben. And I teach him how to steal your jewelry. Und ich bringe ihm bei, wie er euren Schmuck stiehlt. And he goes and he does it. Dann geht er und tut das. But he gets caught. Aber er wird gefangen. And he says, I'm the one that asked him to do it. Und er sagt, dass ich derjenige bin, der ihn darum gebeten hat, das So zu I have some tun. questions for you. Ich habe also ein paar Fragen an euch. Should the boy get punished? Sollte der Junge bestraft werden? I think so. Ich denke schon. He should not be stealing jewelry for 10 euros. Er sollte nicht für 10 Euro Schmuck stehlen. He knows better. Er soll es besser wissen. But who's more guilty, me or the boy? Aber wer ist schuldiger? Ich oder der Junge? I'm more guilty Ich bin schuldiger, because I know more. denn ich weiß mehr. And it was my idea. Und es war meine Idee. I'm the reason he did it. Ich bin der Grund, dass er das getan If I hat. wasn't here, he wouldn't have done it. Wenn ich nicht hier gewesen wäre, hätte er es nicht gemacht. So if the judge ends up putting me in prison, Wenn der Richter mich also ins Gefängnis schickt, I'm not paying for the boy's guilt. bezahle ich nicht für die Schuld des Jungen. I'm paying for my own. Ich bezahle meine eigene Schuld, Even though I did nothing, obwohl ich nichts getan habe. I have guilt, my own guilt in the boy's sin. Habe ich meine Schuld an der Sünde des Jungen. I'm speaking about Satan. Ich spreche über Satan. When Satan bears the sins of the people, Wenn Satan die Sünden der Menschen trägt, he is not their substitute. ist er nicht ihr Ersatz, ihr He Stellvertreter. is not taking their place. Er nimmt nicht ihren Platz ein. He's not suffering for your part of your choices. Er leidet nicht für euren Teil der Entscheidungen. He's suffering for his part in your choices. Er leidet für seinen Teil in euren Entscheidungen. It's an act of justice. Es ist ein Akt der Gerechtigkeit. And it happens on the Day of Atonement. Und es passiert am Versöhnungstag. So we call it the final atonement. Wir nennen es auch die endgültige Versöhnung. But what kind of atonement is it? Aber welche Art der Versöhnung ist das? It's the kind we saw in Numbers and Isaiah. Es ist die Art der Versöhnung, die wir in 4. Mose und Jesaja gesehen haben. It's a cleansing of the universe by the destruction of the guilty one. Es ist eine Reinigung des Universums durch das Zerstören der Schuldigen. Now, has Tim Jennings been to Austria? War Tim Jennings in Österreich? Was? Sorry. It looks like it's okay if you don't know his name. It's great. Okay, es Okay, passt, great. wenn wir den Namen nicht kennen und ich auch So, during the last 70 years, nicht. Während den letzten 70 Jahren there has been an idea that has made its way around various parts of the world. gab es einen Gedanken, der durch viele Teile der Welt ging. It's an idea that God does not destroy the wicked. Das ist die Idee, dass Gott die Bösen nicht vernichtet, That he rather just lets them die. dass er sie einfach nur sterben lässt. Well, of course it's not true. Das stimmt natürlich nicht. I mean, the Bible speaks to this so directly so many times. Die Bibel spricht sehr direkt und oft darüber. But someone says, Aber jemand sagt, God keeps his own law. Gott hält sein eigenes Gebot, His law says you shall not kill. sein eigenes Gesetz, und sein Gesetz So sagt, God does not kill. du sollst nicht töten, also tötet Gott nicht. Let me respond to that briefly and then we'll close this message. Lasst mich kurz darauf antworten und dann werden wir abschließen. If I have a 17-year-old daughter, Wenn ich eine 17 Jahre alte Tochter hätte, how old do you have to be to drive in Austria? wie alt muss man sein, um in Österreich zu fahren? 18, 18 So, okay. or 17. Ja. 17. So I have a 17-year-old daughter. Ich habe also eine 17-jährige I've been Tochter. teaching her how to drive. Ich habe ihr beigebracht, wie man Auto fährt. She's doing pretty good.
Sie fährt recht gut. It makes me a little bit nervous when I ride with her, Es macht mich ein bisschen nervös, wenn ich mit ihr mitfahre. but it's come time for her to drive by herself for the first time. Aber die Zeit ist gekommen, dass sie zum ersten Mal alleine fährt. I've done my best, Ich habe mein Bestes getan and I give her the key. und ich gebe ihr den Schlüssel. Do I know that she is not the most experienced driver? Weiß ich, dass sie nicht die erfahrenste Fahrerin ist? I know. Ich weiß es. Do I know that this trip is a little more dangerous than it would be 5 years from now? Weiß ich, dass diese Reise ein bisschen gefährlicher ist I als know. wie in 5 Jahren? I know. Ich weiß es. If she calls me Wenn sie mich anruft and says, Daddy, und sagt, Papa, I'm sorry, es tut mir leid, I wrecked the car, ich habe das Auto zerstört, I'll be so happy she's alive. werde ich froh sein, dass sie am Ja. Leben ist. But now comes the question, Aber jetzt kommt die Frage, who is going to pay for the car? wer wird für das Auto bezahlen? That's a good question. Das ist eine gute Frage. It was her mistake. Es war ihr Fehler. She should have been watching. Sie hätte aufmerksam sein sollen. She should not have hit the brake so hard for the dog. Sie hätte die Bremse nicht so sehr bremsen sollen, nur wegen diesem Hund, Right? oder? I told her that she should not do that. Ich habe gesagt, dass sie das nicht I tun told her soll. just hit the dog. Ich habe ihr gesagt, sie überfahrt den Hund. Don't you tell that to the children? Don't Sagt you ihr das just tell nicht euren them? Kindern? Yeah. So it's her fault. Es ist ihre Schuld. But who gave her the key? Aber wer hat ihr den Schlüssel gegeben? I gave her the key. Ich habe ihr den gegeben. So if I make her pay for it, Wenn ich also sie dafür zahlen lasse, that's fair. wäre das fair. But if I pay for it, Aber wenn ich dafür zahle, that's also fair. ist das auch fair. I'm explaining to you how Jesus can die for your sins. Ich möchte euch erklären, wie Jesus für eure Sünden sterben kann. He's the creator. Er ist der Schöpfer. He gave you the key to life. Er hat euch den Schlüssel zum Leben gegeben. He's given you good instructions. Er hat euch gute Anweisungen gegeben. Your sins are not his fault. Eure Sünden sind nicht seine Schuld. You're the one that should have hit the dog. Ihr seid diejenigen, die den Hund erwischen hättet sollen. You didn't follow the instructions. Ihr habt den Anweisungen nicht gefolgt. So in justice, you can pay for your own life. Im Falle der Gerechtigkeit könntet ihr für euer Leben zahlen. But he gave you the key, Aber er hat euch den Schlüssel gegeben. and if he decides to pay for it himself, Und wenn er sich entscheidet, selber dafür zu zahlen, no one can say it's unfair. wird niemand sagen, dass es ungerecht ist. But now something more. Aber noch etwas. What if I loan you my car, Was wäre, wenn ich euch mein Auto leihen würde? and I hear a rumor that you're driving it in a wild way? Und da ist dieses Gerücht, dass er recht wild fährt. If Oder I take the key back, Wenn ich den Schlüssel zurücknehme, am I stealing? stehle ich? No, it's my car. Nein, es ist mein Auto. What if I ask someone to take the key while you are buying something in the store? Was wäre, wenn ich jemanden bitten würde, den Schlüssel zu nehmen, während ihr einkaufen seid? Is that person stealing? Stiehlt diese Person? No, that's my car. Nein, es ist mein Auto. I can give the instructions I want to give. Ich kann die Anweisungen geben, die ich möchte. But what if your brother sees you driving? Aber was ist, wenn dein Bruder dich fahren sieht He doesn't think you're being careful enough. und denkt, dass du nicht aufmerksam genug warst, So he takes the car and uses it for himself. nicht vorsichtig genug, und dann nimmt er das Auto und verwendet es selbst? Is he stealing? Stiehlt er dann? He is. Ja. I'm trying to say Was ich sagen möchte, that when we murder, wenn wir morden, we're taking something that isn't ours. nehmen wir etwas, was nicht unser ist. We don't have any right to do it. Wir haben kein Recht, das zu tun. But if God takes that life back, Aber wenn Gott dieses Leben zurücknimmt, it's his. ist es seines. There's nothing wrong with him taking it. Es ist nichts Falsches daran, dass er es nimmt. Love allows that. Liebe erlaubt das. It allows justice. Es
ermöglicht Gerechtigkeit, so that the world can be clean, the universe can be clean. so dass das Universum gereinigt werden kann. I've said too many things. Ich habe zu viel gesagt. You might not remember them. Wir erinnern uns vielleicht nicht an alles, But I said that love is a big issue in the end of time. aber Liebe ist am Ende der Zeit ein großes Thema. It either grows or it shrinks. Entweder wächst es oder es schrumpft. In your mind, you either separate from guilty people or you come close and pray for them. In euren Gedanken bekommt ihr entweder Abstand zu den Schuldigern oder ihr kommt ihnen näher. And I've said that you ought to let people change. Und ich habe gesagt, dass ihr es zulassen solltet, You dass might, sich Menschen verändern. you might think God made a big mistake in choosing Aaron. Ihr denkt vielleicht, dass Gott einen großen Fehler beging, als er Aaron wählte. But he can see what you can't see. Aber er kann das sehen, was ihr nicht seht. And I've said that God is fair. Und ich habe gesagt, dass Gott gerecht ist. And when he cleans up the universe, Und wenn er das Universum reinigt, there's one type of atonement that has nothing to do with sacrifice. gibt es eine Art der Sühnung, die nichts mit Opfer zu tun hat. It's an act of justice Das ist eine Handlung der Gerechtigkeit, that leads to the cleaning of the universe. die zur Reinigung des Universums führt. We don't want to be part of that atonement. Wir möchten nicht Teil dieser Sühnung sein. We certainly don't want to stay in the tree. Wir wollen auch nicht im Baum oben bleiben. The sacrifice has been made. Das Opfer wurde gebracht. We ought not to waste it. Wir sollten es nicht zu Schanden werden lassen. We ought to find a place of safety. Wir sollten einen Ort der Sicherheit finden. Amen. Amen. Ganz herzlichen Dank, Eugene, für diese unglaubliche Vielfalt an Gedanken. Wir könnten an dieser Stelle das Wochenende abbrechen und einfach die nächsten 3 Tage über das nachdenken. Und ich denke, wir hätten genug Stoff, darüber nachzudenken. Und ich möchte uns vielleicht auch auffordern, das zu tun. Ja? Du hast mit einer unglaublichen Treffsicherheit viele Punkte angesprochen, die viele von uns wohl beschäftigen. Und es war sehr segensreich, dazu zu hören. Ganz herzlichen Dank. Und wir sind schon sehr gespannt, nachdem wir das jetzt dann verarbeitet haben, wie du uns heute am Abend weiterführen möchtest. Bevor wir zum Schluss kommen, möchten wir noch diese gesegnete Stunde ausleiten mit einem gemeinsamen Lied. Mit dem Lied Wie groß muss Gottes Liebe sein. Das ist Lied Nummer 84 in dieser Liedermappe. Und ich habe sonst keine Nummer. Lied Nummer 84 in dieser Liedermappe. Wir wollen dazu aufstehen und danach zu einem gemeinsamen Gebet stehen bleiben.